auf dem kalten weißen Schnee, wo unter jeder Eisschicht der Tod lauert, liefern sich wilde Kreaturen einen gnadenlosen Kampf ums Überleben. Heftige Überlebenskämpfe in einer verschneiten Landschaft. An den kältesten Orten der Erde ist Schnee nicht nur eine makellose weiße Decke, sondern auch ein Schleier, der die täglichen erbitterten Kämpfe verbirgt. Von den nördlichen Kiefernwäldern Nordamerikas über die eisigen Ebenen Kanadas bis hin zu den entlegensten Winkeln der Antarktis. Überall tobt ein stiller, aber brutaler Krieg. Dort muss jedes Lebewesen, egal wie groß oder klein, um sein Überleben kämpfen. Es gibt keinen Raum für Zögern und Fehler bedeuten den sicheren Tod. Unter dieser eisigen Schönheit verbirgt sich eine pulsierende Welt, in der nicht nur die Stärksten überleben, sondern auch die intelligentesten, strategischsten und geduldigsten. Inmitten der schneebedeckten Kiefernwälder Nordamerikas bewegt sich ein Rudel grauer Wölfe lautlos durch den tiefen Schnee. Sie sind perfekte Jäger, in der Kälte intelligent, geduldig und äußerst koordiniert. Grauwölfe, Canis lupus, sind hochsoziale Fleischfresser. Sie leben in streng organisierten Rudeln, in denen jedes einzelne Tier eine bestimmte Rolle hat. Ihr Erfolg beruht nicht auf ihrer individuellen Stärke, sondern auf ihrer Fähigkeit, in der Wildnis als gut trainierte Armee zusammenzuarbeiten. Der Winterhunger hat sie dazu getrieben, eine Herde Elche aus der Ferne zu verfolgen. Elche sind große, kräftige Hirsche, aber in der eisigen Kälte sind sie verwundbar, besonders die jungen und schwachen Tiere. Heute jedoch haben sie es nicht auf die Schwachen und Jungen abgesehen. Ein ausgewachsener Elch, der auf der Suche nach Nahrung von der Herde getrennt wurde, ist ihnen ins Visier geraten. Obwohl er größer und stärker ist, macht ihn seine Einsamkeit zu einem idealen Ziel. Die Wölfe beschleunigen lautlos und folgen den schwachen Spuren im Schnee.
Der starke Wind kann den Geruch ihrer Beute nicht überdecken und Instinkt und Erfahrung leiten jeden ihrer Schritte. Die Meute folgt ihr durch die Kiefern und den rutschigen Berghang herum bis zu einem mit weißem Eis bedeckten Tal. Zu besiegen, wo das Eis gebrochen war und das kalte Wasser noch nicht vollständig gefroren war. Im trüben Winterlicht die Wölfe blieben am Ufer stehen. Sie knurrten leise und starrten ihre Beute an, die allmählich verschwand. Der Elch diesmal hatten die Jäger Ein paar Tage später, als der Hunger alle Mitglieder des Rudels quälte, nahmen sie ihre Jagd im verschneiten Wald wieder auf. Doch diesmal war ihr Ziel kein einzelnes Reh, sondern eines der größten und gefährlichsten Tiere der Tundra, der Bison. Der Bison, ein Symbol für die Kraft Nordamerikas, wog fast eine Tonne, hatte gekrümmte Hörner wie Sicheln und eine unvergleichliche Ausdauer. Ein einziger Angriff konnte einem ausgewachsenen Wolf die Knochen brechen. Aber die Meute wusste, wenn sie Erfolg hatte, würde dies ein Festmahl sein, das tagelang dauern würde. Sie entdecken eine Herde Bisons, die sich langsam durch den tiefen Schnee bewegt. Die Wölfe greifen nicht sofort an, sondern folgen ihnen geduldig stundenlang und warten auf eine Schwäche. Dann bietet sich die Gelegenheit, ein alter Bison, der sich langsam bewegt und hinter der Herde zurückbleibt. Das Ende kam schnell, sauber und brutal. Dies war nicht nur ein Sieg, sondern auch ein Beweis für die Strategie, die Widerstandsfähigkeit und den Rudelgeist, die den Grauen Wölfen geholfen hatten, Jahrtausende in der eisigen Welt zu überleben.
Als die Sonne hinter den vereisten Baumwipfeln versank, ebbte das Festmahl der Wölfe allmählich ab. Das Gebrüll des mächtigsten Raubtiers Nordamerikas verhallte im kalten Wind. Aber nicht weit davon entfernt, zwischen den dichten Kiefern, bewegte sich ein anderes Lebewesen lautlos allein still und auf seine Weise gefährlich. Der kanadische Luchs, der stille Jäger. Mit seinem dichten, grau-weißen Fell, das sich optimal in den Schnee einfügt, und seinen schwarzen, spitzen Ohren, die wie Antennen aufrecht stehen, ist der Luchs ein Geist in der verschneiten Waldlandschaft. Im Gegensatz zu den lauten und strategisch vorgehenden Wölfen jagt der Luchs allein und mit absoluter Geduld. An einem ruhigen Winternachmittag bedeckt dichter Schnee den Weg. Unter den kahlen Bäumen verraten kleine Fußspuren die Anwesenheit von Polarhasen, einer bekannten Beute. Mit ihrem weißen Fell und ihren langen Ohren sind die Hasen in der Landschaft fast unsichtbar. Aber nichts entgeht den kalten, blassgelben Augen des Luchses. Er duckt sich tief und bleibt dicht am Boden. Jeder Schritt ist lautlos, nicht einmal ein Zweig bewegt sich. Das Kaninchen knabbert weiter an trockenen Wurzeln, völlig ahnungslos. Der goldene Moment kommt mit einem blitzschnellen Sprung, leicht wie der Wind. Schnee wirbelt kurz auf und legt sich sofort wieder. Das Kaninchen wurde mit einem einzigen Sprung erlegt. Es gab kein Knurren, kein Blut, nur gnadenlose Präzision. In einer Welt aus Dunkelheit und Eis brauchte die Geistkatze keine überlegene Geschwindigkeit oder Kraft, nur einen einzigen perfekt getimten Sprung. Inmitten von Hunger und Kälte war Stille die gefährlichste Waffe. Wenn der Luchs ein stiller Geist ist, dann ist der Polarfuchs gerissen, lebhaft und furchtlos, solange sein Magen voll ist. Mitten im arktischen Winter, wenn sogar die Augenbrauen gefrieren, streift der Polarfuchs Vulpes lagopus noch immer gemächlich durch den tiefen Schnee. Mit seinem rein weißen Fell, das einem hochwertigen Wintermantel ähnelt, ist er vor dem weißen Hintergrund fast unsichtbar. Aber lassen Sie sich von seinem niedlichen Aussehen nicht täuschen. Er ist ein hochsensibler Beuteortungskomputer. Das Überlebensgeheimnis des Schneefuchses liegt in seinen kurzen Ohren und seinem außergewöhnlichen Gehör. Er kann das leise Rascheln von Lemmingen unter dem bis zu einem Meter dicken Schnee wahrnehmen. Dann kommt sein charakteristischer Sprung.
Der Fuchs springt hoch in die Luft, beschreibt eine Kurve am Himmel und Platsch taucht kopfüber in den Schnee ein, um mit einer saftigen Mahlzeit wieder aufzutauchen. Es mag ein wenig albern aussehen, aber dieser Sprung ist eine perfekt kalkulierte ballistische Manöver. Das ist typisch Fuchs. Wenn jedoch der Winter vorbei ist und der Schnee schmilzt, durchläuft der Schneefuchs eine bemerkenswerte Verwandlung. Sein rein weißes Fell verfärbt sich allmählich graubraun, wodurch er sich besser an die Felsen, das trockene Gras und das karge Gelände des Sommers anpasst. Eine intelligentere Anpassung ist kaum denkbar. Im Sommer wird das Speiseangebot des Schneefuchses so reichhaltig wie in einem Buffet-Restaurant. Neben Lemmingen frisst er Vogeleier, Insekten und Beeren. Einfach ausgedrückt: Wenn der Winter unter dem Schnee tödlich ist, dann sind die Polarfüchse im Sommer die flexiblen Köche der Arktis. Egal zu welcher Jahreszeit, eines haben alle Polarfüchse gemeinsam: Sie wissen immer, wie sie überleben können. Manchmal durch ihre Weisheit, manchmal durch die Rücksichtslosigkeit eines Tieres, das weiß, dass es nicht das Stärkste sein muss, sondern nur schneller als das Langsamste. Weit am Rande der Welt, wo der Wind nie schläft und der Winterhimmel fast lichtlos ist, versammeln sich tausende schwarz-weiße Wesen still auf dem eisigen Boden. Nicht um zu fliehen, sondern um in der härtesten antarktischen Winterzeit ihre Jungen zur Welt zu bringen. Der Kaiserpinguin, die einzige Art, die den Winter als Brutzeit gewählt hat, beginnt seine Reise ums Überleben mit erstaunlicher Entschlossenheit. Nach der Paarung stehen sich die Paare schweigend gegenüber, als ob beide verstehen würden, dass es hier nicht nur um Instinkt geht, es ist eine Verpflichtung. Und ein Opfer. Wenn das Weibchen sein Ei legt, rollt es vorsichtig auf die Füße des Männchens und wendet dann seinen Kopf dem Meer zu, um eine Reise von Hunderten von Kilometern anzutreten, nur um Nahrung zu finden. Zurück in dieser kargen, weißen Landschaft bleibt der Vater. Der Mann steht wochenlang regungslos da und brütet die Eier auf seinen Füßen, bedeckt von einer Hautschicht aus seinem Bauch, die wie eine lebende Decke wirkt. Er isst nicht, bewegt sich nicht und klagt nicht. Er steht einfach nur da und erträgt den beißenden Wind und die Schneestürme, während die Temperaturen unter minus 50 Grad Celsius fallen können. Während der Stürme versammeln sich Hunderte von Männchen in dichten Gruppen, die nach außen blicken und abwechselnd einen lebenden Windschutz bilden. Es gibt
keinen Anführer, kein Signal, nur den tiefen Instinkt einer Spezies, die durch stillen Schutz verbunden ist. Und dann an einem nebligen Morgen zittert das Ei leicht. Ein leises, zitterndes Zwitschern hallt wieder und kündigt das Entstehen neuen Lebens an. Es gibt keine Feierlichkeiten, nur die sanfte Verbeugung des Vaters, der sein Küken an seinen Bauch drückt, um ihm die erste Wärme seines Lebens zu geben. Bald darauf kehrt die Mutter mit einem Bauch voller Nahrung zurück. Das Paar tauscht vorsichtig seine Jungen aus. Jede Bewegung ist präzise. Schon ein Moment der Unachtsamkeit könnte das Küken erfrieren lassen. Aber das lassen sie nicht zu. An einem Ort, an dem Leben unmöglich scheint, tauschen sie ihre winzigen Nachkommen aus, als wären sie ein kostbares Geschenk. Keine scharfen Krallen, keine Schnelligkeit, keine Jagd. Aber die Kaiserpinguine haben den Tod mit ihrer Ausdauer, ihrer väterlichen Liebe und ihrer stillen Hingabe besiegt, eine Leistung, die es verdient, in den ewigen Eis und Schnee eingraviert zu werden. Wenn Kaiserpinguine ein Symbol für Ausdauer und Hingabe in der Kälte sind, dann sind Leopardenrobben das Gegenteil der stillen, scharfen und gefährlich kalten Welt der Antarktis. Versteckt unter dünnen Eisschichten entlang der Küste lauert die Leopardenrobbe Hydrurga leptonyx. Sie ist weder hastig noch ungeduldig. Ihr langer, schlanker Körper ähnelt einem lebenden Torpedo und ihr breites Maul mit rasiermesserscharfen Zähnen dient nur einem einzigen Zweck, dem präzisen Angriff. Mit einem Gewicht von bis zu 500 Kilogramm ist die Leopardenrobbe nicht nur ein großer Raubtier, sondern auch ein strategischer Killer. Ihre bevorzugte Beute sind Babypinguine, winzige Wesen, die gerade erst schwimmen lernen und im kalten Wasser herumstrampeln. Babypinguine. Die schwimmen lernen, befinden sich im zerbrechlichsten Moment ihres Lebens. Von der Küste springen sie ins eisige Wasser, ohne zu ahnen, dass sich direkt unter ihnen ein Schatten extrem langsam bewegt. Die Leopardenrobbe schwimmt lautlos und verfolgt mit ihren kalten, schwarzen Augen das ungeschickte Flattern der Flügel der Vögel. In der Welt aus Eis und Schnee, in der die meiste Zeit Stille herrscht, sind es Kreaturen wie Leopardenrobben, die die Wasseroberfläche immer so aussehen lassen, als stünde ein Sturm bevor. Auf einer einsamen Eisscholle mitten im gefrorenen Ozean lag eine Robbe ausgestreckt und atmete gleichmäßig. Ihr Körper war nass, ihre dicke Fettschicht zitterte leicht bei jedem Atemzug.
Nach einem langen, anstrengenden und sättigenden Tauchgang war sie gerade auf das Eis geklettert, um sich einen seltenen Moment der Ruhe in ihrem harten Überlebenskampf zu gönnen. Das Meer war ruhig und der Wind wehte nur leicht. Es gab keine Warnzeichen. Aber in der Natur ist Stille oft der Vorbote einer Tragödie. Aus der Ferne entdeckte eine Gruppe von Killerwalen, den intelligentesten Raubtieren des Ozeans, die kleine Eisscholle und das darauf liegende Tier. Mit einer in der Natur selten anzutreffenden Intelligenz stürmten sie nicht vor. Jedes Mitglied der Gruppe hielt seine Position wie Schachfiguren auf einem Ozeanbrett. Ein Festmahl erwartete sie und sie warteten auf den richtigen Moment. Die Gruppe begann, den Eisberg zu umkreisen und kleine Wellen zu erzeugen. Die Robben öffneten die Augen und hoben den Kopf, sahen aber noch nichts Ungewöhnliches. Der Eisberg blieb stabil, aber die Wellen wurden immer größer. Das war kein Zufall, es war eine Strategie. Die Gruppe von Walen tauchte wieder tief unter und verschwand in der tiefblauen See während die Meeresoberfläche. Ruhig blieb, der Eisberg leer war und ein paar Tropfen Blut in den kalten Wellen verschwanden. Von den weißen Kiefernwäldern Nordamerikas bis zu den einsamen Eisbergen, die im eisigen Ozean treiben, von den plötzlichen Angriffen der grauen Wölfe bis zu den cleveren Taktiken der Killerwale. Jeder Moment im Schnee ist ein brutales Stück Natur. Es gibt keine ewigen Sieger. Es gibt keine völlig hilflosen Beutetiere. Jede Spezies kämpft mit ihren eigenen Waffen, Krallen, Intelligenz, Geduld oder Mutterinstinkt. Und alle stehen einem gemeinsamen Feind gegenüber, der Kälte, dem Hunger und der Zeit.
In dieser gefrorenen Welt ist das Leben keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Belohnung für diejenigen, die sich anpassen, warten und niemals aufgeben. Wenn Schnee die Fußspuren bedeckt und der Wind über die weiße Einöde weht, geht der Kampf weiter still, aber unerbittlich. Denn hier schläft der Schnee nie und die Natur gibt niemals nach. Jedes Jahr begeben sich 3 Arten aus 3 verschiedenen Welten auf eine lebensgefährliche Reise, wenn die Jahreszeiten wechseln und die Erde zu ihrem uralten Rhythmus zurückkehrt. Rotlachse kämpfen sich gegen eisige Strömungen zurück zu ihren Laichplätzen. Sardinen müssen sich auf ihrer Reise durch die Ozeane mit Seevögeln und Haien auseinandersetzen. Herden afrikanischer Büffel trotzen Löwen und durchqueren Flüsse, um fruchtbarere Weideflächen zu erreichen. Migration ist eine Überlebensnotwendigkeit und die ultimative Prüfung für wild lebende Tiere. Sie ist keine Wahl. Die gefährlichsten Wanderungen der Erde, Teil 2. Die Rückwanderung des Rotlachses Oncorhynchus nerca, eine der großartigsten Überlebensreisen der Erde, beginnt jedes Jahr, wenn der Herbstwind durch die nördlichen Kiefernwälder weht. Rote Lachse, die in den Süßwasserflüssen Alaskas, Kanadas und des Nordwestens der Vereinigten Staaten beheimatet sind, verbringen ihre ersten Lebensjahre in Seen, bevor sie ins offene Meer ziehen, wo sie 2 bis 3 Jahre im eisigen Nordpazifik verbringen. Aber wenn sie das Erwachsenenalter erreichen, verspüren sie alle einen rätselhaften Instinkt, der sie dazu bringt, Hunderte oder sogar Tausende von Kilometern flussaufwärts zu schwimmen, um genau den Fluss zu finden, in dem sie geboren wurden, nur um dort zu laichen und zu sterben. Diese beschwerliche Reise ist mehr als nur ein Urlaub. Sie ist der Höhepunkt eines Lebenszyklus, der vor Millionen von Jahren von der Natur ins Leben gerufen wurde. Die Rotlachse schwimmen mit seltsamen körperlichen Veränderungen aus dem Meer in die Flussmündungen. Ihre Köpfe färben sich grün, ihre Schnauzen werden spitz, ihre Kiefer krümmen sich, ihre Haut nimmt eine tiefrote Farbe an, was ihnen ein wildes Aussehen verleiht, als würden sie ihre gesamte verbleibende Energie in den Kampf um die Fortpflanzung stecken. Während ihrer Wanderung flussaufwärts nehmen sie keine Nahrung zu sich, sondern leben ausschließlich von den mageren Fettreserven, die sie sich im Meer angelegt haben. Sie überwinden stromschnellen Wasserfälle und starke Strömungen. Jede davon scheint darauf aus zu sein, alle Fische zu töten, die nicht stark genug sind, um zu überleben. Mit jedem Sprung aus dem Wasser hängt ihr Leben am seidenen Faden und jeder Sprung kostet wertvolle Kraft.
Müdigkeit und Strömungen sind nicht ihre einzigen Feinde. Die berüchtigten Raubtiere der nördlichen Wälder sind ein weiteres Hindernis, das die Rotlachse überwinden müssen. In den seichten Bächen, wo die Lachse über Felsen und Stromschnellen springen müssen, lauern nordamerikanische Grizzlybären. Weißkopfseeadler kreisen über ihnen und beobachten alles, was sich im seichten Wasser unter ihnen abspielt. Diese Fische sind eine wichtige Protein- und Nährstoffquelle für hunderte anderer Arten im Herbstwald, aber jeder Lachs, der in ihren Klauen gefangen wird, wird es nie bis zu seinem Laichplatz schaffen. Die Überlebenden erreichen schließlich das Quellgebiet des Flusses, wo glitzerndes Wasser über Kies und glatte Kieselsteine fließt. Die Weibchen legen Tausende von Eiern in Rätz, die sie mit ihren Schwänzen graben. Die Männchen kämpfen erbittert um die Möglichkeit, sie zu befruchten, reißen sich dabei Schuppen aus und spucken Blut, während sie rammeln, beißen und kratzen. Nach dem Laichen verschwinden die Lachse allmählich. Ihre Haut schält sich ab, ihre Körper werden blass und sie sterben. Nicht durch Raubtiere, sondern weil sie ihren Zweck erfüllt haben. Indem sie die sich entwickelnden Embryonen ernähren, die Auwälder nähren und die neugeborene Generation unterstützen. Bereichern ihre verwesenden Körper das Flussbett. Geburt, Aufbruch, Rückkehr, Fortpflanzung und Tod sind alles Teile des tragischen, aber schönen Lebenszyklus des Rotlachses. Dieses Opfer erhält jedoch ein ganzes Ökosystem. Bären, Vögel, Bäume und sogar die Flüsse selbst. In der Welt des Rotlachses beginnt das Leben nicht mit der Geburt, sondern mit einem edlen Tod, der es einer neuen Generation ermöglicht, ins Meer zu schwimmen und schließlich zurückzukehren. Der jährliche Flug der amerikanischen Weißpelikane Pelecanus erythrorhynchos nach Süden ist eine weitere große Wanderung, die sich über den Hochländern und Feuchtgebieten abspielt, wenn kalte Winde über das nordamerikanische Festland fegen und den Winter ankündigen. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 3 Metern reinweißen Federn und leuchtend orangefarbenen Schnäbeln sind diese Vögel ein Symbol für Majestät und den erstaunlichen Rhythmus der Migration. In
Kanada, der Region der großen Seen, und im Zentrum der Vereinigten Staaten brüten sie in Süßwasserseen und Sümpfen. Die Nahrung verschwindet, das Wasser gefriert und der Instinkt treibt die Schwärme nach Süden, wenn die Temperaturen sinken. Sie gleiten mit wenig Energie, indem sie Luftströmungen nutzen, um in ihrer charakteristischen V-Formation zu fliegen. Bevor sie reichhaltige Gewässer wie die Feuchtgebiete von Louisiana, den Chapala-See in Mexiko oder die Küstenbuchten in Mittelamerika erreichen, legen sie Tausende von Kilometern zurück und überqueren dabei Bundesstaaten, Grenzen und Landschaften. Von eisigen Kiefernwäldern bis zu trockenen Wüsten. Der Ort ist jedoch mehr als nur ein Aufenthaltsort für den Winter. Er markiert den Beginn einer erstaunlichen Überlebensstrategie, das kooperative Fischen. Weiße Pelikane tauchen nicht wie ihre Verwandten, die Braunpelikane, die dies aus der Luft tun, und schlagen auch nicht schnell zu. Stattdessen bilden sie durch enge Zusammenarbeit in Gruppen eine lebende Wand über dem Wasser. Die Fische werden nach und nach von der in horizontalen Linien fliegenden Schar in die Ecken oder Untiefen des Sees getrieben. Jeder Vogel neigt dann seinen Kopf, saugt das Wasser ab und verschlingt seine glitschige Beute innerhalb von Sekunden, nachdem er seinen Kopf eingetaucht und literweise Wasser und Fische in seinen elastischen Kehlsack geschöpft hat. Diese Jagdstrategie zeugt neben ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit auch von Intelligenz und präziser Teamarbeit. Die Weißpelikane bewegen sich im Gleichklang, teilen sich den Raum, wechseln ihre Rollen und ändern ihre Formationen, um eine effektive Nahrungsaufnahme zu gewährleisten. Es gibt kein Chaos und keine Rivalitäten. Allerdings sind sie gezwungen, Fischfarmen zu überfallen, was gelegentlich zu Konflikten führt, da die Fischbestände aufgrund von Verschmutzung, Dürre oder menschlicher Eingriffe zurückgehen. Der weiße Pelikan ist trotz seiner Tausende von Kilometern, langen Wanderungen durch Wind, Sonne und wechselnde Klimazonen nach wie vor ein Symbol für Frieden, Ausdauer und Weisheit in der Wildnis. Seit Millionen von Jahren spielen sie diese uralte Symphonie, wobei jeder Flug, jeder Tauchgang und jeder erfolgreiche Fang eine Note darstellt. Es ist eine Symphonie aus dem Rhythmus der Natur, kollektivem Instinkt und Überleben durch alle Jahreszeiten und Welten hindurch. Und sie werden wieder aufsteigen, ihre Flügel ausbreiten und ihren endlosen Kreislauf zwischen Land, Wasser und Himmel fortsetzen, wenn der Frühling in den Norden zurückkehrt. Der Kaiserpinguin Apten Odytes forsteri durchlebt eine der schwierigsten Wanderungen der Erde in der blendend weißen Welt der Antarktis. Wo der Boden aus ewigem Eis besteht und Tag und Nacht schneidende Winde wehen.
Obwohl sie zahnlos, krallenlos und flugunfähig sind, verfügen sie über einen unglaublichen Überlebensinstinkt und einen unerschütterlichen Willen, den selbst die Natur respektiert. Jedes Jahr verlassen Zehntausende Kaiserpinguine das Meer, das ihnen als Nahrungsquelle dient, wenn der antarktische Winter den Ozean unter einer dicken Eisschicht versiegelt. Dann marschieren sie tief in den Kontinent hinein auf der Suche nach stabilem Eis, auf dem sie brüten können. Diese Reise führt sie über mehr als 100 Kilometer unter rauen Bedingungen mit Temperaturen von bis zu minus 60 Grad Celsius und Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometer pro Stunde. Tagelang bewegen sie sich nur langsam vorwärts und gleiten dabei gemeinsam auf dem Bauch über das Eis, um Energie zu sparen. Die Weibchen kehren sofort nach dem Legen eines einzigen Eies, das sie dem Männchen übergeben, zum Meer zurück, um sich zu ernähren. In der Zwischenzeit vollbringen die Männchen eine lebensgefährliche Leistung, indem sie mehr als 2 Monate lang regungslos auf dem Eis stehen, nichts essen und das Ei mit einer Brütetasche warm halten. Doch auf der Rückreise zum Meer lauert unter der eisigen Wasseroberfläche ein tödlicher Feind, egal ob die Väter sich auf den Weg machen, um sich zu erholen, oder die Mütter zurückkehren, um ihre Jungen zu füttern. Dieser Feind ist der südliche Seelöwe. Diese Jäger sind geduldig, stark und geschickt und lauern in der Nähe der Eisränder, wo die Pinguine nach Nahrung tauchen. Ein Pinguin kann mit einem einzigen Fehltritt oder einer Sekunde Unachtsamkeit in ein Maul voller messerscharfer Zähne gerissen werden und unter dem eisigen Meer verschwinden. Der eisige Blick des Seelöwen ist jedes Mal auf den Pinguin gerichtet, wenn dieser sich in einem anmutigen, aber verzweifelten Sprung vom Eis ins Wasser stürzt. Diese unglaublich schnellen Kiefer sind ideal, um in die falsche Richtung zu schwimmen. Es ist fast unmöglich, nach einem Biss zu überleben. In den Augen der Raubtiere sind Pinguine aufgrund ihrer dicken Fettschicht, ihrer fehlenden Krallen und ihrer im Vergleich zu Fischen geringen Geschwindigkeit besonders nahrhaft. Als düsteres Zeichen dafür, dass gerade ein Angriff stattgefunden hat, fressen Seelöwen häufig zuerst den Kopf oder die Organe und lassen den Rest schwimmen. Die Überreste treiben gelegentlich zurück an die eisige Küste, wo andere Pinguine weiter ins Wasser springen, ohne zu ahnen, welcher Tod unter der Oberfläche auf sie wartet. Die Herden haben gelernt, vorsichtig zu sein. Wenn ein Pinguin fehlt und nicht zurückkommt, halten die anderen inne und ziehen weiter.
Aber irgendwann, während die Küken warten und der Hunger quält, springt einer und der tödliche Kreislauf beginnt von vorne. Jeder Tauchgang in der Antarktis ist eher ein Risiko zu sterben als eine Jagd. Das ist die harte Realität des Lebens dort. Kaiserpinguine jedoch leben weiter. Sie vollbringen diese Wanderung Jahr für Jahr durch mutige Fluchten unter Wasser, durch Zusammenkauern, um sich während Schneestürmen zu wärmen und durch mütterliche Hingabe. Sie beweisen, dass Mut nur einen unerschütterlichen Willen und keine Krallen erfordert. Die Schreie der neugeborenen Küken und die entschlossenen Schritte derer, die niemals aufhören zu laufen, sind zwei Beispiele dafür, wie das Leben an einem der ruhigsten Orte der Erde weitergeht. Unter den donnernden Hufen der afrikanischen Büffel wirbelt roter Staub über die trockenen Ebenen der Serengeti. Über ein Meer aus sonnenverbranntem Gras bewegen sich mehr als 2000 Tiere wie ein einziger Körper und bilden einen dichten, lebenden Fluss. Während die Trockenzeit die afrikanische Savanne verwüstet ist, dies die größte Wanderung des Jahres und eine lebenswichtige Reise. Eines der größten Huftiere des Kontinents ist der afrikanische Büffel Syncerus caffer. Mit einem Körpergewicht von fast 900 Kilogramm, einer dicken kohlschwarzen Haut und riesigen halbmondförmigen Hörnern sind sie Symbole für unglaubliche Kraft. Diese Büffel haben eine strukturierte, eng verbundene Sozialordnung und leben im Gegensatz zu ihren domestizierten Verwandten in riesigen Herden, die manchmal Tausende von Tieren umfassen. Jedes Jahr verlässt die Herde ihr Revier und zieht nach Norden, wo gerade die saisonalen Regenfälle einsetzen und neues Leben entsteht, während die Graslandschaften unter der sengenden Sonne austrocknen und die Seen schrumpfen. Selbst Kälber, die gerade erst erwachsen geworden sind, nehmen an dieser hunderte Kilometer langen Wanderung teil. Sie marschieren in enger Formation, wobei die starken Erwachsenen die jungen und wehrlosen Tiere in der Mitte wie ein lebender Schild umringen. Nach fast 3 Wochen mühsamer Wanderung durch verkohlte Ebenen und gefährliches Gelände erreichen die Büffel endlich einen Ort des Lebens. Neue Regenfälle haben die Feuchtgebiete wieder zum Leben erweckt. Vor ihnen erstrecken sich vereinzelte, feucht glänzende Sträucher, schimmernde Seen, die den Himmel widerspiegeln, und saftig grünes Gras. Die Herde betritt erschöpft, aber stolz dieses wiedergeborene Land. Der Leitbüffel heißt sie mit tiefen Rufen stolz in diesem neuen Land willkommen. Außerdem sind sie nicht allein. Gnus kommen in stampfenden Gruppen aus der Ferne an.
Wie schwarz-weiße Wellen in einem grünen Meer sind Zebras Teil der Strömung. Grant-Gazellen laufen neben Impalas, die scheinbar schon seit Ewigkeiten auf diesen Moment gewartet haben. Im Sonnenlicht kreisen Graureiher, Marabus und Weißstörche über ihnen. Das Fest der Natur ist wild, die Luft ist erfüllt von Spritzern, Hufschlägen, Schnauben und Flügelschlägen. Wasser plätschert, Schlamm spritzt, ein Fest, bei dem tausende Rhythmus Leben und Raum teilen. Der afrikanische Büffel bleibt ein stiller Riese unter ihnen, der herrscht und den Ton angibt. Krokodilaugen, die zwischen Schlamm und Seerosenblättern glänzen, tauchen lautlos unter der stillen Wasseroberfläche auf. Sie bewegen sich jedoch nur leicht, bevor sie angesichts der immensen Größe und Stärke der Büffelherde wieder verschwinden. Der Leitbüffel hat diese Augen schon einmal gesehen, daher zuckt er nicht mit der Wimper. Nicht jetzt. Nicht mit einer starken und geschlossenen Herde. Diese Versammlung im Feuchtgebiet ist ein einzigartiges Beispiel für die Ruhe in der Wildnis. Für einen kurzen Moment teilen alle Arten ihren Atem, ihren Raum und ihre Wiedergeburt. Aber jede hat ihren eigenen Weg, ihre eigene Stimme und ihren eigenen Instinkt. Eine ruhige Wärme senkt sich über die Savanne, während die Dämmerung sie in einen goldenen Farbton taucht. Die Büffel zerstreuen sich nach einer beschwerlichen Reise, um zu grasen, während die Älteren sich am See entspannen und die Kälber in den Regenpfützen planschen und spielen. Als hätte die Natur endlich ihre Arme geöffnet, scheint alles in Frieden zu sein. Doch tief im südlichen Dickicht unter dem schwindenden Licht und den regungslosen Blättern beobachten Augen die Szene. 2 erwachsene Männchen und Löwinnen haben eine Löwenrudel aus dem Hinterhalt überfallen. Ihre Muskeln spannen sich unter der straffen Haut und ihr goldenes Fell verschmilzt mit dem trockenen Gras. Die Löwinnen, die geschickte Jägerinnen sind, haben die südliche und westliche Grenze der Herde halbmondförmig umzingelt. Die Männchen bleiben zurück, ihre riesigen Köpfe und flammenden Mähnen bereit, im Notfall anzugreifen. Sie sind hier, um zu dominieren, nicht um zu jagen. Ein einziger Angriff eines Löwen kann einen ausgewachsenen Büffel töten. Die Schatten werden länger, als die Sonne untergeht. Jetzt ist der ideale Moment für einen Angriff. Ein neugieriges Kalb bleibt stehen, um an einem hohen Grasbüschel zu trinken, nachdem es sich zu weit von seiner Mutter entfernt hat. Es ahnt nicht, dass alle Augen auf es gerichtet sind. Mit jedem Schritt, der nur ein Flüstern ist, nähert sich die Löwin. Ein Männchen knurrt leise von der gegenüberliegenden Flanke. Es ist tief und kurz und lässt die Luft für einen Moment erstarren.
dunkel. Die Löwen grasen irgendwo in der Nähe unter dem Sternenhimmel. Die Büffel, deren Wunden noch frisch sind, bleiben die ganze Nacht über wachsam. Frieden ist nur eine Pause in der afrikanischen Steppe. Ein unachtsamer Moment und der Stärkere nimmt dir das Leben. Die Büffelwanderung endet eher in feierlicher Stille als mit einem Sieg. Eine gefährliche Reise durch Hinterhalte, krokodilverseuchte Seen und trockene Felder. Einige wenige sind verloren gegangen. Die meisten jedoch haben den Ort erreicht, an dem Gras wächst, Wasser fließt und das Leben weitergeht. Die Büffel wissen jedoch nicht, dass weder das Gras noch das Wasser die größte Bedrohung für sie darstellen. Der Mensch ist ihr tödlichster Feind. Wenn Zäune ihre Wanderrouten durchschneiden, wenn Feuchtgebiete trockengelegt werden, wenn Beton die Wälder ersetzt, wenn Wildheit nur noch auf Fotos und Landkarten existiert. Büffel können ihren Lebensstil nicht ändern. Sie haben keine Möglichkeit, das Problem zu umgehen. Sie haben keinen Plan B. Sie haben nur einen Weg und wenn dieser versperrt ist, stirbt die Art aus. Und sie sind nicht allein. Die gleiche Bedrohung gilt heute für alle Lebewesen von Walen, die die Ozeane durchqueren, über Pinguine, die sich auf dem Eis der Antarktis fortbewegen, bis hin zu Gnus, die krokodilverseuchte Flüsse überspringen. Verschwindende Passagen, verschwindende Lebensräume und verschwindende Existenzrechte. Wie können wir sie schützen, ist nicht die Frage. Verdienen wir es noch, diese Wunder zu erleben? Das ist die Frage. Nichts wird diese Herden, diese Wanderungen und das Leben, das sie erhalten, vor dem Aussterben bewahren, wenn nichts unternommen wird. Dazu gehören Gesetze, Wildnisgebiete und Respekt. Naturschutz ist eine Notwendigkeit für das Überleben, kein Luxus. Naturschutz bedeutet, das Geräusch von Schritten in der Steppe zu erhalten. Naturschutz bedeutet, der Natur zu ermöglichen, sich zu entfalten. Naturschutz bedeutet, das zu bewahren, was von unserer Menschlichkeit noch übrig ist.